Hallihallöchen und herzlich willkommen hier zu einem kleinen Indie-Game. Ja, dieses Mal spielen wir Magdalena. Das ist ein kleines Indie-Game, ja, ein Walking-Simulator sozusagen. In, ja, etwas düsterer Atmosphäre gehalten. Wie man hier schon sieht, es ist sehr dunkel, nur der Kamin brennt hier. Wunderschön, muss ich sagen, sieht sehr romantisch aus. Es ist heute rausgekommen. Hat, ja, glaube ich, 4 Euro gekostet, 3,99 oder so, also 4 Euro. Und ich bin mal gespannt, die Bilder und das Vorvideo sah schon mal alles ganz interessant aus. Wie gesagt, es ist ein bisschen düster gehalten. Und die Musik finde ich jetzt schon mal klasse, also das muss man mal sagen. Und ich würde einfach mal jetzt sagen, wir starten das Spiel. New Game. Und da hört die Musik auf einmal abrupt auf. Okay, wir sind drinne im Game, alles klar. Es ist, naja, wie gesagt, sehr dunkel gehalten, aber das ist, denke ich mal, gewollt. Hinter uns sieht man gar nichts. Wir sehen nur ein Licht, na gut, ein paar Lichtscheine voraus und eventuell ein Haus. Da würde ich mal sagen, wir gehen jetzt erstmal ganz langsam zu dem ersten Lichtschein, da steht auch noch was geschrieben. Schauen uns das mal an, was da jetzt genau ist. Press E to look. Okay, eine Hand haben wir scheinbar auch, das ist gut. Press E to look. Ja, okay, ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, aber viel kann man ja nicht sehen an der Axt. Schade. Okay, da vorne steht L. Was? Press L and use lighters. Ah, okay. Wir können also auch... I don't share your addiction to tobacco, but I wish you to think of me more often. Take this lot as a gift and remember me. Was? Ich hab gerade kein Wort verstanden. Wir haben jetzt ein Feuerzeug an. Es bringt nicht gerade sehr viel mehr Licht, muss ich sagen. Gut, also gehen wir jetzt hier zu dem Haus. Ein sehr düsteres Haus, muss ich sagen. Also einen Sternenhimmel oder sowas haben wir definitiv nicht. Es ist wohl bewölkt draußen. Man hört die Grillen ein bisschen zirpen. Es könnte Sommer sein. Aha, aha, aha. Bin ich mal gespannt. Da liegt noch etwas. Was haben wir? Ach, ein Zettel. Januar 20. 1990. Today's Sunday. And today I have another day off. Following yesterday's impulse, I got up early, took the book and go outside, walking towards the park. The usually peace, through by witness of the outside world, disappeared, and unusual venti came into my mind. While I was walking, I took the wrong turning several times, sometimes slipping on the ice bordered and thinking about my yesterday companion, whom I want to see badly. I didn't care what I say to her, and how I did be look in her eyes. I only wished to be around her just for another second. Okay, also die Person, die wir spielen, vielleicht ein Mann, weil es geht um eine Frau hier drin in dem Brief, deswegen denke ich mal, wir sind ein Mann, ist seiner Intuition von gestrigen Tag gefolgt und ist halt mit Buch in den Park gegangen und naja, die normale friedliche Welt ist langsam verschwunden und seine, naja, eigenartigen und nicht mehr so normalen Gedanken haben sich langsam, naja, geformt. Ja. Und er muss, naja, es geht hier um eine Frau, die wohl, naja, die hat er wohl scheinbar verletzt, so wie sich das anhört. I only wish to be around her for another second. Steht auf jeden Fall hier. The park welcomed me with astonishing emptiness. It's rarely full of people in the morning, but today it was completely empty. I was disappearedly wandering around the park, peering at the cars driving through, peering at the windows of the house, and peering around, looking for a familiar black
figure against the white snow. In about an hour I was tired of the monumentals and nonsensical wandering around the park and decided to go to the Harbor? Vielleicht meint er Harbor. Ja, also er läuft da ein bisschen planlos durch den Park herum und beobachtet so ein bisschen, die Häuser, die vorbeifahrenden Autos und sowas und irgendwann hat er sich entschieden, zum Hafen zu gehen, wenn hier wirklich Harbor stehen soll. When I came to it, I noticed the black neighbor waiting for me. At one of the railing with important looking, there was big Raven. His clever beady eyes were gazed into my face with scary fixity of this look. I don't know how I drew attention of this bird, but I fled aback, seeing him looking at me. No, I never believe in something exotic, but at the moment I decided to sit from this bird because his eye was frightening. The scare before the meeting mixed with the scare of the bird and put me off the reading, and I decided to choose to just to sit idly. I sat like that for a couple of hours and got cold completely. My decision was to come back here in the evening. Also, da wo er jetzt ist, haben ihn ein paar Raben beobachtet und er hat sich dabei ziemlich schlecht gefühlt, beziehungsweise es war ihm sehr unwohl, dass er von diesen Vögeln, die ja wirklich mal böse anschauen können, Raben, das ist wirklich so, weil das sehr intelligente Vögel sind, hat man auch manchmal Angst vor denen und er hatte halt auch Angst vor denen und hat sich dann irgendwo in die Idylle hingesetzt, wo er die Raben selbst nicht mehr sieht und hat dann wohl scheinbar sein Buch gelesen und ist dabei ein bisschen, eingefroren. Oder ihm ist ein bisschen kalt geworden. Und er hat sich dann dazu entschieden, am Abend nochmal wieder zu kommen. When I got back home and warmed up, I realized the waiting cold belong and I'll better be prepared. I dressed better and took thermos with a hot tea and a book. Also als er zu Hause angekommen ist, hat er sich schon mal für den Abend vorbereitet und Thermosachen angezogen und einen heißen Tee gekocht. While I was approaching the park, I fled forest taste again. The park wasn't empty, this time like in the morning, but there weren't so much people, and even from afar. Despite the early candlelight, I couldn't see anyone in black. Also er ist jetzt wieder zurück im Park gewesen und diesmal waren nicht so viele Personen da, aber schon mehr, aber der Park war nicht mehr so, einsam wie in der Früh. The foresters settled down and the rest of the way to the park I walked calmly. Wandering around the park, I decided to save until the moment when I'd be very cold. So I came directly to the arbor. It was empty. The feathered guests from underworld disappeared, probably returned back to the seat of hell. I felt better. I managed to read the book from title page to colorfin until midnight and made sure there's no point in waiting. With firm intention to get back here tomorrow, I took the way home, drinking up the rest of my tea. Also er ist wieder zu diesem Arbor gegangen, also vielleicht, ich weiß nicht genau, was das heißt. Auf jeden Fall ist er da wieder hingegangen und diesmal waren die Raben nicht da und dann hat er halt einfach sein Buch weitergelesen und seinen Tee dabei ausgetrunken und ist jetzt wieder auf dem Weg nach Hause. When I was almost at home, I felt strange fear inside, and there were some reason for that. The streets were widely empty, and the darkness is too deep. It was like swimming inside this darkness from the own island of the light towards of the other own. The compilation of my eerie travel was very same, and big ravens, who was immovably sitting as a tree limb near my house. The abnormal bird followed me with inciting while I was passing by. His weird and clever look chilled me to the bone, and I couldn't explain why. I bounced into the entrance, blindly checked the mail, took some paper, and ran inside the house. After that, I recovered my breath
and got off my clothes. Then, trying not to make any noise, creepy into my room. In my room I noticed the paper I was holding in my hand was a letter and my name on it. Tragically, content of the letter is below. Also er ist jetzt wieder auf dem Weg nach Hause gewesen, naja, und er hat so ein merkwürdiges Gefühl, ne, weil es ist so furchtbar einsam und es ist alles so leer und die Nacht ist wirklich tiefenschwarz, wie wir ja jetzt auch gerade sehen, und da sind auch schon wieder die Raben, die ihn da schon am Anfang oder am Morgen gesehen haben und verfolgt haben, die starren ihn schon wieder an. Und er geht halt einfach schnell zu sich nach Hause, geht in seinen Raum und findet da einen Brief. Dear George, I'm writing to you this letter because I can't meet you personally right now. Today in the evening I will be out of town and will be back in 1 month. I forgot to take my book. Let's meet in 1 month in the park at the same time. See you soon. Your friend Magdalena. Also Magdalena hat die Stadt verlassen für 1 Monat und sie wollen sich wieder treffen, zusammen mit dem Buch in dem Park wieder. Magdalena. The way I learned her name was refined, shall I say, but the number of questions I had to this girl was left the same. How did she learn my apartment number? I hardly tried to remember, but cannot say for sure whether I told her the number or not. Anyway, today I realized one thing. That was enough outdoor time I spent these days. I'm going to spend this month at home, in my bathroom. Also, er fragt sich, woher diese Magdalena seine Hausnummer kannte und wie sie diesen Brief halt hier hingebracht hat, weil er kann sich nicht daran erinnern, ihr jemals diese Hausnummer gesagt zu haben. Und naja, er sagt dann noch, dass genügend Zeit außerhalb jetzt erstmal war und er jetzt den nächsten Monat zu Hause in seinem Badezimmer. So, komme ich hier wieder raus? Ah, okay. Falsche Taste gedrückt. So, dann würde ich mal sagen, da ganz in die Dunkelheit gehe ich nicht. Ich würde mal sagen, dass nur im Licht etwas ist. Habe ich noch das Feuerzeug an? Ja, okay. Press E to open. Was haben wir denn hier noch? Hier steht auch noch. Press E and drag. Achso. Achso, jetzt können wir das halt woanders. Entschuldigung. Okay, wir konnten aber auch noch das Garagentor öffnen, oder? Ja. Sehen wir mal, was hinter Tor Nummer 1 ist. Können wir das andere auch noch aufmachen? Nur so zum Spaß? Nein. Alles klar. Press E to close. Okay, es ist wirklich sehr dunkel hier drin, also ich für meinen Teil sehe kaum irgendetwas und ich denke mal, ihr seht auch nicht wirklich viel. Die Tür können wir öffnen. Aber ansonsten haben wir hier auch nichts weiter Interessantes. Die Mülltonne können wir nicht umwerfen, aber warum auch? Was haben wir hier? Zeitschriften. Okay. Dann würde ich mal sagen, wir versuchen erstmal die Haustür. Vielleicht kommen wir ja, da liegen wieder, das sind dieselben Zeitschriften. Oh, da ist noch ein Zettel. September 27, 1989. This is my first note, and I don't know where to start. Couldn't say. My vocabulary is shy of my imagination or creativity is not my strong suit. But now, seeing this unspoiled white page, I feel myself weak. Well, I think it's better to introduce myself. My name is George. Today it's my 80th birthday. I live in Morton Street, Baltimore. I am every night and almost always sit home. The humanity outside can really distress me. No, not like I feel myself better than everyone out there, but because in my childhood I got a laryngeal injury and in a few months a tongue injection. That's why I feel myself kind of irregulation. Man
In society I have no friends. Only books keep my company. And today's celebration I spent with my closest friends, my parents and my teacher. Ja, also sein Name ist George und er hat heute Geburtstag und er ist nicht so der Typ, der für draußen ist, sondern er verbringt seine Zeit lieber alleine, er hat keine Freunde und alles. Und er verbringt heute seine Zeit er feiert heute mit seinen besten Freunden, seinen Eltern und seinen Lehrer. The teacher of mine, Joseph, was hired by my mother, because she was very mated opposition of special schools. He is a pragmatic person, which reflect in his present he gave me today. He gave me, like in my other birthday, ram bundle and a couple of pens. I cannot blame him for this. He really considered his present a good one. But for me, frankly speaking, this present heartless. Ja, also sein Lehrer, Joseph heißt er, ist eher so der pragmatische Typ und so, ist nicht gerade sehr freundlich gestimmt, und er schenkt ihn halt so wie jeden Geburtstag, ein paar Stifte und ihr Ram-Bundle, weiß ich nicht genau, was das ist, aber, er merkt schon, dass das ziemlich, herzlos ist, würde ich mal sagen. The father of mine is a dispensary in love with books. I suppose he rated the strange of him. He gave me, no wonder, a book of some old author with a short name. The title of the book had grotesque ornament, but I cannot say for sure now, because the book took its place on the shelf. My father said the author was a great man who lived in our city. Undoubtedly, I'll read this book one day. My mother is the only person to have a tacit understanding with me. She gave me this journal, where I keep my notes. In my opinion, this present is the best one, because I always want to try myself in writing, and the memories will be a decent beginning. My madness is my curse. The emotion, the toothes, the feeling I have inside overfilled me, and I cannot express them to everyone to the reason I don't know. The time we're late, and I'll better stop for today. I'll keep this journey when I have something to tell. Perhaps one day I will help me somehow. Okay, also sein Vater ist ein Bücherwurm, ein Bücherfanatiker und hat ihn, er hat sich auch nicht darüber gewundert, wieder ein Buch geschenkt von irgendeinem komischen alten Autor, der irgendwann mal in der Stadt gelebt hat. Er hat es nur einmal gelesen. Also einmal angefangen zu lesen. Seine Mutter hat ihm, dieses Heftchen hier geschenkt, damit er, seine Gedanken selbst aufschreiben kann, um vielleicht seine Emotionen ein bisschen besser unter Kontrolle zu bringen, weil er wohl ein bisschen die Probleme mit Emotionen hat. Und und jetzt schreibt er hier so ein bisschen seine Erinnerung auf. Okay, und ich vermute jetzt einfach mal, wir sind dieser George. Gott, ist das dunkel hier. Gibt's hier Lichtschalter oder so? Gar nicht, ne? Kann ich die Tür zumachen? Ah, da ist ein Lichtschalter, alles klar. Okay, jetzt haben wir wenigstens schon mal ein bisschen Licht. Gut, man müsste mal so ein bisschen, das Licht sieht man, dass das ein bisschen, reflektiert und sowas. Ein bisschen zu sehr, würde ich beinahe sagen. Aber nichtsdestotrotz, wir sind zu Hause. Ohne irgendwelche verrückten Raben. Da fällt einfach der Besen um. Ansonsten ist hier auch nichts weiter drinne. Kann ich den aufsammeln? Ne, ich kann die Tür noch nicht wieder zumachen. Erstmal ein Licht an. Sieht doch schon gleich viel schöner aus, wenn hier überall Licht an ist. Gut, wir haben 5:45. Ich könnte jetzt ja auch das Lightning wieder ausmachen. Press E to open. Was haben wir hier? Mother, School Clash over. Schade, dass man das nicht drehen kann. Ah, doch, kann man doch drehen mit der linken Maustaste. Alles klar. So, jetzt muss ich mich nur ein bisschen geschickt anstellen. So.
Mother. School clash over education. Free press. Spooky business. Aha. Quick talk. Take. Local haunted castle investigated. Okay, also ein verfluchtes Schloss haben wir hier in der Nähe. Aber so ganz lesen können wir es nicht. Wir sind scheinbar in einer Raucherfamilie.